Cookie ist schon ganz aufgeregt und will unbedingt Rennfahrerin werden. Und warum das so ist, das ist ganz klar, denn der Postbote hat mir vor kurzem den Twin Mill von Hot Wheels und Mega mitgebracht. Na, wo habe ich's denn? Das war's nicht hier. Ach, das auch nicht. Menschenskinder, das ist hier wieder eine Ordnung in der Bude. Oh, cool, der Modboard. Aber nee, dann können wir jetzt hier loslegen. Hallo und herzlich willkommen im Den of Little Treasures. Da bin ich wieder mit einem Set von Mega und diesmal ist es der Twin Mill. Ein Set ab 10 Jahren mit 365 Teilen und ja, wie gewohnt, ein kleines Hot Wheels. Und ja, die Rückseite verspricht schon so einiges. Wie man sehen kann, ein großes Formteil. Die Motoren lasse ich wieder abnehmen. Ein bisschen vom Innenraum ist auch zu sehen. Und oben sieht man noch einen durchsichtigen Stand, wofür der nun gut sein soll. Aber das sehen wir gleich. In der Box waren 12 Tüten. Und die Anleitung verlinke ich euch natürlich wieder. Könnt ihr euch bei Mega Bauanleitung in Ruhe angucken. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal das coole Teil. Da haben wir noch schon den Twin Mill. Ja, sehr gelungen, wie ich finde. Man erkennt doch deutlich den Twin Mill. Bezahlt habe ich da tatsächlich nur 53 € auf Amazon.de. Und viel mehr sollte man da auch nicht für bezahlen. Denn es ist wie immer ein 50$ Set. Immer gut daran zu erkennen, dass man die Türen ja nicht aufmachen kann. Schön ist hier auch der Twin Mill Aufdruck. Genauso wie der Hot Wheels Aufdruck hier vorne und hier hinten. Auf der License Plate California Twin Mill, auch schön zu erkennen, auch natürlich bedruckt. Die Unterseite ist viel mit Platten gebaut. Insgesamt war das auch wirklich relativ einfach. Man musste fast gar nicht mehr in die Anleitung gucken. Hier auch nochmal schön zu sehen, der durchsichtige Ständer, um den so ein bisschen aufzubocken. Hier mal zu sehen, wie das dann aussieht. Ja, kann man auch machen. Sieht mal ein bisschen anders aus, als wenn der immer nur gerade im Regal steht. Ich nehme mal an, das hier sind ungefähr die Scheinwerfer. So wirklich richtig sagen kann ich es allerdings nicht. Die beiden Motoren sind natürlich auch gut gelungen. Sogar mit so ein paar Silikonschläuchen, wie das beim echten Twin Mill auch ist. Das schöne Auspuffrohr hier. Hier auch nochmal von der anderen Seite ganz gut zu sehen. Hier sind die Antriebswellen. Ja. Und natürlich kann man die Motoren auch immer abmachen und sich dann nochmal genauer anschauen. Ein kurzer Blick von oben nochmal. Ja, auch hinten hier bei den Rädern, wie hübsch krumm das da gebaut ist. Damit der Fahrer einsteigen kann, muss er das hier so hochklappen. Ja, sieht ein bisschen speziell aus. Wirklich viel an Armaturen gibt es nicht zu sehen. Nur das Lenkrad und die Anzeigen für die beiden Motoren. Tatsächlich hat er in echt auch 2 Anzeigen für jeden Motor eine. Auch schön zu sehen, eine kleine Handbremse und die Sitze. Bei den Sitzen, bei den Kopfstützen ist auch nochmal ein Hot Wheels Druck zu sehen. Also auch ganz nett gemacht. Ja, und so sieht das Klappteil hinten aus. Auch gut zu sehen, die Windschutzscheibe und das Verdeck ist ein ganz großes Formteil
und nur ein Teilbereich ist hier so mit Platten angebaut. Ansonsten, ja, wieder schön am Glänzen alles. Der sieht auch wirklich wieder schick aus. Wobei das Blau doch ganz schön hell ist und da diese Metallflakes, die da drin sind, kaum zur Geltung kommen. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Ansonsten bewege ich das hier nochmal so ein bisschen. Vielleicht, wenn das Licht ein bisschen anders fällt, vielleicht kann man es dann besser sehen, dass da doch auch ein paar Metallflakes drin sind. Metallic Flakes. Den Twin Mill konnte ich wirklich relativ einfach zusammenbauen. Ich musste gar nicht groß gucken in die Anleitung. Das war eigentlich fast selbsterklärend, wo der nächste Stein hinkommt. Und von daher war das wirklich recht zügig aufgebaut, das Teil. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört an dem Twin Mill, ist hier einmal dieses Formteil. Das kann man zwar nicht anders machen, aber ist eben so. Und dass hier halt immer so ein kleiner Spalt zu sehen ist. Man kann das natürlich auch wirklich komplett runterdrücken, dann würde es auch abschließen. Es ist auf alle Fälle so auch gebaut. Aber dadurch, dass das immer so ein bisschen Spannung dann hat, wird es halt immer ein bisschen angehoben. Macht jetzt nicht wirklich viel. Aber ja, das wäre noch so ein Ding, was man hätte ein bisschen besser noch machen können. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Hier nochmal der kleine Diecast Twin Mill von Hot Wheels. Ja, ein bisschen dunkler ist er, aber ansonsten denke ich, haben sie ihn wirklich ganz gut getroffen. Wobei ich denke, der sieht sogar noch ein bisschen länger aus im Kleinen. Ja, ich denke, das kommt auch daher, weil der Twin Mill von Mega doch mehr nach dem echten Twin Mill, wie er tatsächlich existiert, nachempfunden ist und nicht so extrem nach dem kleinen Diecast Twin Mill. Hier im Vergleich mal der Mod Rod, ja, von der Länge her sehr gut passig, wobei ich sagen muss, der Twin Mill ist doch ein bisschen länger. Ich denke, man kann es schon fast so erahnen. Die Schnauze vom Twin Mill ist doch ein ganzes Stückchen länger noch. Ach so, wie ist das eigentlich? Wollt ihr den Mod Rod eigentlich auch noch sehen oder nicht? Schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare. Hier zwar nicht so gut zu erkennen, aber tatsächlich hat der Purple Passion ungefähr so genau die Länge wie der Twin Mill. Ja, und hier im Vergleich nochmal der große Roger Dodger. Da sieht man schon, dass der Twin Mill doch auch etwas kürzer ist. Ja, und dann kommen wir zum Kommentar des Tages, welcher beim letzten Hot Wheels Set abgegeben wurde. Das war ja der Firebird. Und der ist von Grauer Panther 8546. Hi, cooles Set. Ich sammle die selber, aber verzweifle momentan genau an dieses Set zu kommen. Hast du Tipps, wie ich das bestellen kann? Ja klar habe ich da einen Tipp. Ich habe nämlich noch einen Firebird bei eBay eingestellt. Und wenn du willst, kannst du das gerne kaufen. Ja, das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Abo da. Und wenn nicht, dann schreibt mir doch in den Kommentaren, was euch nicht gefallen hat. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.